Aber for real, bei Subway da steht im Arbeitsvertrag drin, Sandwich Artist. Ich liebe es, keine Ahnung, Englisch zu sprechen und ich mag das und das, so keine Ahnung, ich interessiere mich voll so für ihren Job, so sowas vielleicht, ja. Man weiß ja nie, wie der Staat tickt. Am Ende kontrolliert man und dann... Hast du schon auf deinem Lebenslauf gelogen? Ja, aber nicht große Sachen. Also ich habe dann vielleicht gelogen, weil dass mein Französisch besser ist, als es ist. Nee. Nein. Umschrieben, das ist keine Lüge. Interessanter gestalten ist keine Lüge. Ja. Ja, wie dauert die Lüge gemacht? Wenn es 4 Monate waren, dann habe ich 8 Monate geschrieben. Nein. 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 Ich kenne so Tricks von so Beratern, die mir dann so gesagt haben, wenn du mal einen Monat nichts gemacht hast, dann schreibst du Orientierungsphase. Nein. Ja, immer. Ich habe halt 3 Monate mal hingeschrieben, dass ich für mich selber arbeite. Aber ich bin ja dabei, wirklich eine Firma aufzubauen und sowas. Wahrheit leicht verzerrt. Ich würde nicht sagen gelogen, sondern verschönert. Geflunkert, ja, ein bisschen. Ist halt so, ja, ist so. Bestimmt. Nee. Nein. Nein. Was heißt gelogen? Ein bisschen aufgepumpt, ja, macht doch jeder. Schülerpraktikumsplatz, ich dachte, ich wäre Astronaut, gefühlt. Das, was ich alles reingeschrieben habe. Nein, brauche ich nicht. Nicht wirklich? Na, habe ich noch nicht. Nein, war nicht notwendig. Ich habe vielleicht was weggelassen, aber gelogen in dem Sinne nicht. Nein. Ja, habe ich. Muss auch sein. Nein. Ja. Ich denke, jeder von uns macht das, oder? Nein. Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Weil da habe ich schon ein bisschen Paranoia, wer weiß. Nee, aber es steht auch nicht so krass viel drauf. Also ich bin noch jung. Nö. Nein. Ja, schon einmal. Ja, aber nur so minimale Lügen. Zum Beispiel, du weißt, dass du demnächst etwas machen wirst, was auf deinem Lebenslauf stehen wird. Hast es aber noch nicht gemacht oder noch nicht fertig gemacht, dann habe ich schon drauf geschrieben. Bist du jemand, der fliegen kann? Ich kann fliegen. Ja, ich lüge nie. Nein. Nee. Ja, bei meinen Hobbys. Ja, auf jeden Fall. Ja, immer, eigentlich immer. Aber ich stehe dazu. Also keine schlimmen Lügen. Hatte ich früher zum Beispiel nicht viele Hobbys. Dann habe ich halt dazu geschrieben, so Schwimmen, Fitness und obwohl ich ab und zu so 1-2 Mal im Monat joggen gegangen bin. Ich glaube nicht. Abonniert scharf. Ja, aber nur mit so Zeiträumen, von wann bis wann ich gearbeitet habe und wann ich arbeitslos war. Das habe ich gelogen. Nein. Auf meinem Lebenslauf gelogen. Man muss dazu sagen, ich habe die Jobs, die ich gemacht habe, also über Bekannte oder über Leute, über Familie oder so, bin ich reingekommen. Musste mich dann nur so pro forma bewerben in einem Bewerbungsgespräch. Lebenslauf habe ich erst vor 2 Jahren das erste Mal geschrieben. Da habe ich aber nicht drauf gelogen, nein. Nee, ich habe noch nicht auf meinen Lebenslauf gelogen. Nein, nie. Ja, habe ich. Über meine Excel-Kenntnisse lüge ich immer noch. Ich habe keine guten, aber ich schreibe immer, dass ich gute Kenntnisse habe. Kriegst du so mehrere Aufgaben, als die du gemacht hast, weil es sieht besser aus? Ich habe beschönigt. Yes, sir, all day. Nein. Nein. Ich hab aber auch Lücken im Lebenslauf, die stehen auch drin. Nein, bis jetzt noch nicht. Ja, glaub, kann ich nur empfehlen. Ist immer ein Vorteil. Was heißt Lügen denn? Wenn ich jetzt schreibe, die Excel-Skills oder so sind extrem gut, dabei sind sie vielleicht nur gut. Also, mein Gott, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was heißt Lügen? Ich hab nicht gelogen. Ich habe nur ein bisschen übertrieben. Nein, aber ich habe schon übertrieben. Das ist was anderes. Ist immer noch wahr. Beschönigt. Ich habe mal Französisch in der Schule gehabt, aber ich kann überhaupt kein Französisch und da stehen so Kenntnisse gut oder so. Nein. Ja. Also ein bisschen verschönert. Nicht explizit gelogen. Ja, aber nicht zum Beispiel gelogen, dass ich habe jetzt 5 Jahre lang als Manager bei der Deutschen Bank gearbeitet. Ich habe mal ein Praktikum gemacht bei der Deutschen Bahn, 3 Wochen. Und da haben die mir beigebracht, wie man HTML, PHP und so welche Plattformen, JavaScript benutzt, für Webdesigning halt. Und dann habe ich halt jetzt bis heute auf meinem Lebenslauf stehen, dass ich JavaScript, PHP, HTML benutzen kann, dies, das, aber schon 5 Jahre her, ich kann das nicht mehr. Nein. Ich habe sogar bei meiner letzten Bewerbung ein richtig untypisches Bewerbungsfoto reingetan. Ein Bild von einem Fotoshooting, wo ich auf dem Boden liege und Beine verschränkt und voll breit so hoch in die Kamera grinse. Und ist nicht immer gut angekommen, aber ich habe den Job bekommen. Eigentlich nicht.
Ja, wenn man mal eine 5 Monate, 6 Monate Pause hatte, definitiv, da habe ich das einfach nach hinten dran gehängt. Nein. Nein, nee, umgeschrieben nicht. Ich glaube, da bin ich ehrlich. Und ich glaube, das ist nicht gut für mich, weil in Deutschland ist es, glaube ich, gang und gäbe, dass man seinen Lebenslauf so ein bisschen verschönert, ja. Nee. Ich habe immer gearbeitet, deswegen war nicht so schlimm. Ich habe wirklich durchgehend. Ich bin jetzt gerade ausgestiegen in Frankfurt und habe meine alte Arbeit gesehen. Paranoia. Ich bin diese Treppe hoch und ich dachte, fuck, wo bin ich? Ich bin wieder zurück auf meine alten Arbeit. Wieder Flashbacks bekommen. Woanders, in anderen Instituten gelogen auf jeden Fall. Aber nicht im Lebenslauf, nee. Nein, noch nicht. Nein, warum sollte ich? Mein Lebenslauf ist perfekt, er ist so gut. Nein, ich habe keine Lücken in meinem Lebenslauf. Ich habe eher viel zu viel, dass ich beim Lebenslauf Sachen rausnehmen muss. Ja, wer nicht, oder? Also ich meine, was heißt gelogen? Ich habe jetzt nicht geschrieben, so, ey, ich habe in Harvard oder in Oxford studiert oder so. Ich glaube, das wird rauskommen am Ende des Tages. Aber wie ein Job, den man vorher hatte, wo man ein bisschen übertrieben hat, welche Position und welche Aufgaben man hat. Ja, genau, sowas halt. Und man hat bei Subway gearbeitet und man schreibt Sandwich-Künstler rein, anstatt Service reinzuschreiben. Ich habe Photoshop-Skills und Adobe-Skills und ich weiß, dass ich das ist so eine... Genau, ich habe bei der Prozentleiste habe ich ein bisschen mehr angegeben. Also, dass ich angeblich 6, 7 Sprachen perfekt kann. Ungefähr, also 6 kann ich ja so ungefähr, ne? Aber ich kann sie natürlich nicht perfekt. Nee. Ja, okay, vielleicht dann habe ich auch ein bisschen gelogen an der Stelle. Bei einer Bewerbung versucht man sich natürlich selber so gut darzustellen, wie es geht, aber noch ohne Lügen. Also alles im richtigen Rahmen. Bisschen was verschönert, was vielleicht nicht ganz so geil war, wie ich es beschrieben habe, aber straight gelogen habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich bin ja selbstständig, insofern ist es selten, dass ich mich in irgendeiner Form irgendwo bewerbe. Ja, ich meine, so, jede spreche Spanisch gut. Ich meine, es ist muy bien, pero no. Muy caliente. Scheiße. Ja, Babysitting, Joberfahrung habe ich nie gemacht. Kann ja niemand wissen. Zum Beispiel meine Französischkenntnisse sind sicher nicht mehr auf dem Schulniveau, der erwartet wurde. Ja, es muss ja alles Sinn ergeben. Ich sage ja nicht unbedingt, ich habe ein FSJ gemacht, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem Leben weitermachen soll, sondern es hatte bestimmt einen Sinn, wie zum Beispiel Selbstfindung oder sowas Ähnliches. Ich bin tatsächlich eine sehr ehrliche Person. Also ich würde lügen, aber das Problem ist, ich kann es einfach nicht. Es kommt einfach sofort raus. Deswegen habe ich das einfach in den letzten Jahren schon aufgegeben. Und willst du auch ein Teil von Scharf sein und die Fragen beantworten, dann füll das Formular unten aus. Okay Leute, abonniert alles Scharf, sehr cooler Channel und ja, ihr verpasst was, wenn ihr nicht dabei seid.